Mich haben Sie gerade kennengelernt. Titus Research ist eine Company, die macht Forschung und Entwicklung im Bereich unbemannter, hochautomatisierter Fahrzeugsysteme. In der Luft haben Sie gerade gehört, auf dem Wasser, unter Wasser und was radgetriebene Fahrzeuge anbetrifft. Und jetzt reiche ich einfach mal an den Herrn Lipka weiter, dass er sich kurz vorstellt, dann an den Herrn Meyer und dann an den Herrn Ulrich. Vielleicht kommen die Folien auch in der richtigen Reihenfolge. Eine kurze Vorstellung, 2 Minuten und dann haben wir Zeit für Fragen und Diskussion. Michael Lipka von Huawei Technologies in Deutschland GmbH, um das ganz zu machen. Ich bin dort strategischer Manager für Technologie und habe mich in meiner Vergangenheit sehr, sehr intensiv auch gerade mit langfristiger Technologieplanung und Ausrichtung beschäftigt. Deswegen war da eigentlich das Statement gewesen, dass wir in den nächsten 10 Jahren eine massive Veränderung durch die Digitalisierung in unserer Gesellschaft erleben werden, aber nicht nur durch die Digitalisierung, sondern auch durch die einhergehende Automation. Und Digitalisierung und Automation wird im Transportwesen eine ganz, ganz große Veränderung mit sich tragen. Ganz ähnlich wie der Herr Schunk heute Morgen das Telefon hervorgehoben hat, so wird das automatisierte Fahren uns unsere Gesellschaft grundlegend verändern. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Christian Meyer, ich bin der Geschäftsführer der Lake Fusion Technology GmbH mit Sitz am Bodensee. Wir bieten aktuell als Startup-Unternehmen, gegründet 2018, Umfeldabsicherungssysteme für autonomes Fahren, insbesondere in Kooperation mit unserem Hauptauftraggeber, der Firma ZF, das Thema People Mover. Dort werden wir nächstes Jahr dann auch in Serie gehen und einer der ersten Pioniere sein, ein voll autonom fahrendes Fahrzeug durch eine Stadt durchmanövrieren und dahinter auch die nötige Sicherheit bieten. Sicherheit, das ist ein Wort, was ich auf vielen Kongressen sehr, sehr oft höre, dessen Bedeutung aber oftmals fehlinterpretiert wird. Für uns gilt, gerade für das autonome Fahren, was uns evolutionär die Zukunft gestalten wird, gilt, Safety is not a matter of choice. Safety ist die Grundvoraussetzung, um solche Systeme überhaupt in den Betrieb zu bringen. Und das tut die Lake Fusion Technologies hauptsächlich für den autonomen Fahrbetrieb auf der Straße, also die Automobilindustrie. Wir haben jetzt auch vor, wieder zurück in die Luftfahrt zu gehen, um dort auch den Lufttransport in ähnlicher Weise zu unterstützen. Ja, mein Name ist Günther Ulrich, ich komme aus der Intralogistik, also eigentlich aus dem innerbetrieblichen Bereich und beschäftige mich da seit ewigen Zeiten mit fahrerlosen Transportsystemen, mit AMRs, also mit autonomen mobilen Robotern und mit der mobilen Robotik ganz allgemein. Und ich leite da den VDI-Fachausschuss Fahrerlose Transportsysteme. Den gibt es auch schon seit 1986, also auch schon ewig. Ich habe daraus gegründet letztlich mein ganzes Business und seit 2006 dann das Forum FTS gegründet, also eine verbandsähnliche Veranstaltung, die aber auch plant und berät und Consultants macht. Und ich versuche, diese Welt, also auch in die Zukunft zu denken und die Welt so zu übertragen. Also diese innerbetriebliche Welt, die vielleicht ein bisschen überschaubarer ist als das, was wir draußen auf der Straße haben, und versuche, das so ein bisschen in Analogie zu bringen. Wir haben uns ganz intensiv beschäftigt mit dem Unterschied von automatisch und autonom. Also wir sind der Meinung, dass autonom ein Buzzword ist. Ein Buzzword genauso wie... Das kommt gleich, die Diskussion. Die kommt auch gleich. Ich will nur mein Statement bringen, weil ich habe es
gestern noch extra erfunden und jetzt nicht angezeigt, also werde ich ja wohl das noch sagen dürfen. In der Zukunft brauchen wir sichere, vollautomatisierte Prozesse und nur selten autonome Funktionen. Sowohl bei den Autos und LKWs auf der Straße, wie auch bei den mobilen Robotern in der Intralogistik. Das ist nämlich mein Statement, was ich gestern erfunden habe. Und jetzt kommt es hier nicht. So, jetzt gebe ich zurück. Ja, aber Sie haben es doch gebracht, also es hat doch wunderbar funktioniert. Herzlichen Dank für die Eigenvorstellung. Zum Warmwerden würde ich ganz gerne jetzt mal von jedem eine kurze Einordnung hören. Wie sehen Sie das mit dieser Autonomie versus Automatisierung? Und Herr Meyer hat es ja gerade, Herr Dr. Ulrich hat es ja gerade schon mal angedeutet, man muss nicht immer autonom. Vielleicht führen Sie das noch kurz fort, um hier nochmal so einen Common Sense zu erzeugen. Was verstehen wir darunter eigentlich und wo geht die Reise schlussendlich denn eigentlich hin? Okay, wir gehen in unserem VDI-Fachausschuss davon aus, dass es eine krasse Unterscheidung gibt und auch eine klare Unterscheidung gibt zwischen automatischen Funktionen und autonomen Funktionen. Alle Welt redet über autonome Funktionen bzw. über Autonomie und auch im FTS-Bereich wird oft gesagt, wir brauchen kein FTS mehr, wir brauchen AMRs, also Autonomous Mobile Robots. Und wir haben uns sehr damit auseinandergesetzt, haben erstmal auseinanderdividiert, was sind eigentlich klassische automatische Funktionen, und da haben wir eine ganze Reihe von aufgelistet in unserem Leitfaden, und dann haben wir autonome Funktionen dagegen gestellt. Die Autonomie ist eigentlich getrieben von dieser Idee der Selbstbestimmung, dass also ein Fahrzeug selber zu irgendwelchen Ergebnissen kommt. Die kriegt er nicht mitgeteilt, was er zu tun hat, sondern er überlegt sich das selber. Und zwar mit Mitteln wie KI zum Beispiel, wie in der 3D-Umfelderkennung. Er muss das gesamte Umfeld erkennen, auseinander dividieren, die Daten müssen reduziert werden, die Daten müssen dann in irgendeiner Form klassifiziert werden, wir müssen erfahren, was wird da gesehen, was passiert da gerade, mit welchen Vektoren ist da wer unterwegs. Und wenn man das mit einem Maschinenlernen macht und dann zu irgendeinem Modell kommt, in dem dann das Fahrzeug selbst agieren kann, dann sind das autonome Funktionen, die dabei rauskommen. Wenn das Fahrzeug sich selbst überlegt, ich fahre jetzt mal links rum und nicht rechts rum, wenn das Fahrzeug selbst überlegt, ich fahre um dieses Hindernis herum oder auch nicht, oder ich wähle eine ganz andere Route, ich mache das ganz anders, oder ich höre überhaupt auf zu fahren. Das sind alles klassische Dinge, die in der Autonomie kommen. Und dann haben wir in der Intralogistik folgende Problematik. Üblicherweise haben wir in der Intralogistik mit Materialflüssen zu tun und damit mit folgenden Zielsetzungen: Leistung, Verfügbarkeit, ein Takt von Maschinen, ein Durchsatz und natürlich die absolute Sicherheit. Sicherheit kommen wir sowieso noch zu. Das sind die Dinge, die als Ziel vorgegeben werden. Und wenn ich das so vorgebe und ich muss eine gewisse Leistung da durchkriegen, dann muss ich wissen, was die Fahrzeuge tun. Dann muss ich den Fahrzeugen das sagen, was sie tun sollen. Das kann nicht sein, dass jedes Fahrzeug selbst überlegt, was es da gerade nur macht. Dann ist das nicht mehr simulierbar, dann ist das nicht mehr planbar und dann endet das im Zweifel im Chaos. Das heißt, darf ich das mal so als Schlusspunkt? Es ja. Endet im Zweifel im Chaos, das ist ja schon mal ein interessanter, das ist ein super Satz, oder? Ist ja schon mal ein interessanter Aspekt. Sie sind jetzt mit dem Thema Sicherheit heftig beschäftigt, gerade eben auch im Kontext, People Mover haben Sie gerade selber erwähnt, ein autonomes Fahren. Sicherheit kommt gleich nochmal als kleine Fragerunde. Auch hier eine Einschätzung, wie sehen Sie das? Mehr Automatisierung bringt uns weiter oder tatsächlich autonomes Fahren? Also meine Einschätzung ist allein schon aus der heutigen Betrachtungsweise der Gesetzgebung und auch die Art und Weise, wie man die ersten autonomen, und jetzt verwende ich das Wort einfach als Synonym von fahrerlosen Fortbewegung, in den Markt kommt, muss es dort gewisse Regeln geben. Wir haben heute nicht den SAE 5, sondern wenn, dann können wir eine definierte Route von A bis B bis C, wo wir auch die Umgebung analysiert haben, die Corner Cases kennen, können wir überhaupt über die hinreichend notwendige Sicherheit sprechen. Dieses autonome Fahren, wie Sie beschrieben haben, ich fahre überall hin und irgendwo, das ist für mich absolut noch Zukunftsmusik. Und heute schwer bewertbar, wie weit uns das in Zukunft verändern wird. Für mich ganz klar, der erste Schritt wird sein, Einführung eines
automatisierten Fahren und bitte richtig verstehen, automatisiert heißt auch fahrerlos und heißt genauso die Sicherheit, dass ich im Prinzip, wenn ich da als Fahrer, als transportierte Person drin bin, mein Leben nicht mehr gefährdet wird als das, was ich heute auch schon habe. Das heißt, die Sicherheitsanforderungen gemäß der Standards müssen erfüllt sein, so wie es in der Luftfahrt auch ist. Mein Background ist Luftfahrt. Ich komme ursprünglich aus der Firma Airbus heraus, habe dort viele Systeme in den Markt gebracht, die Sicherheit im Luftfahrtbetrieb geben. Und deswegen sage ich, auch da gibt es einen Regelwert, wo man sich halten muss. Und wenn dann die Trajektorie abzufahren ist, dann ist sie abzufahren. Und da kann das Fahrzeug nicht einfach entscheiden, ich fahre jetzt mal eine ganz andere Route. Auch schöner Schlusspunkt. Also wir haben jetzt das Risiko des Chaos gerade kennengelernt. Sie, habe ich es jetzt so interpretiert, Automatisierung, hohe Automatisierung, ja, vollkommene Autonomie, schwierig. SAE Level 5, ich glaube, das wissen Sie alle, falls nicht, das wäre dann vollständiges eigenes Handeln eines Fahrzeugs im Sinne von, es trifft eigenständig Entscheidungen. Jetzt kommen wir zum Kommunikationsthema. Ich komme aus Brandenburg. Weiß jemand, wo Brandenburg ist? Ist da südlich, östlich, um Berlin drumherum irgendwie. Da kann ich nicht mal telefonieren, wenn ich da mit dem Auto fahre. Wie kann ich dann Informationen ans Fahrzeug bringen, weil die Netzausleuchtung ist ja relativ gering. In der Intralogistik geht das ja, da baue ich mein WLAN auf oder was immer Sie da nutzen. Perfekt, wenn ich in geschützten Bereichen fahre mit so einem People Mover, da kriege ich dann irgendeine vernünftige Kommunikation, LTE, 5G, je nachdem, was ich brauche, auch noch hin. Flächendeckend? Sehen Sie das? Ich finde, Sie geben im Prinzip schon die Antwort auf das Thema, indem Sie Ihre Situation gerade beschrieben haben. Wir werden in absehbarer Zeit, und wenn ich absehbarer Zeit spreche, tatsächlich in den nächsten 10 Jahren nicht die Fähigkeit, hier die Infrastruktur, die Umsetzung haben, dass wir solche Informationen, die zum autonomen Handeln führen, überhaupt bereitstellen können. Wir haben heute eine Gesetzeslage, und ich wiederhole es gern nochmal, Sie müssen als Betreiber eines autonomen Vehikels in der Bundesrepublik Deutschland, aber eben auch in unseren Nachbarländern, müssen Sie klar die Strecken, die Sie fahren, die Routen, die Sie vornehmen, müssen Sie angeben. Sie müssen Ihr sogenanntes Operational Design Domain beschreiben können. Sie müssen wissen, was passiert da, was könnte da in dieser Situation passieren. Das allein aus der Sicherheitsfrage schon herein stellt sich heraus, dass ich nur heute und auch morgen, und ich behaupte auch erst übermorgen, Strecken abdecken kann, die ich wirklich klar auch infrastrukturmäßig, aber eben auch erfasst habe. Und damit scheidet für mich persönlich in den nächsten Jahrzehnt das Thema gemäß, so wie Sie es definiert haben, autonomes Fahren, ein Stück weit aus. Es ist ein hochautomatisiertes Fahren. Es folgt einer Prozedur. Ich möchte noch mal auf das Thema Sicherheit, Sie haben das hier sehr intensiv angesprochen. Zum Thema Sicherheit brauchen wir Kommunikation, habe ich verstanden, weil es unsinnig ist, Verkehrsschilder zu erkennen, die manipuliert werden können und so, haben Sie gesagt. 100%ige Sicherheit fordern Sie ein, wird schwierig zu erreichen sein, Sie arbeiten aber dran. Zur funktionalen Sicherheit gehört ja auch die zur Kenntnisnahme, dass wir sehr viel, das ist ja nicht nur ein Hype-Word, sondern das wird ja tatsächlich in den Fahrzeugen auch massiv eingesetzt, mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Wie schätzen Sie das ein? Kann das eigentlich sicher sein? Ich spreche jetzt nicht von den Risiken, die mit künstlicher Intelligenz a priori verbunden sind, sondern künstliche Intelligenz in diesen Kontexten, die wir gerade besprochen haben. Zum einen das Thema 100% Sicherheit, glaube brauche ich gar nicht weiter ausführen, gibt es nicht. Werden wir auch nicht erreichen. Wir werden eine Sicherheit erreichen, die gemäß der funktionalen Sicherheit bei einer Fehlerrate von 10 hoch minus 9, 10 hoch minus 10 liegt, also weit über das Risiko, was wir alle haben, dass wir am Ende des Jahres gestorben sind. Das heißt, wir können zwar die Range hochbringen, aber 100% kriegen wir nicht hin. Es ist immer Statistik. Zum Thema Kommunikation, da möchte ich eins auch nochmal deutlich machen. Eine Kommunikation mit dem Fahrzeug, insbesondere Übermittlung von Verkehrsdaten, Übermittlung von vielleicht Geschwindigkeitsbegrenzungen etc. und so weiter, das sind Dinge, die müssen Sie übermitteln.
und zwar über den Äther, über die Luft, da kriegen Sie die Fehlerraten auch nicht hin von 10 hoch minus 9. Das heißt, die Sicherheit, die Sie brauchen, wenn es denn wirklich sicherheitsrelevant ist, die Information, die kriegen Sie nicht hin. Die müssen Sie im Fahrzeug bereits haben. Das, was Sie hinkriegen, ist, und da freue ich mich heute wunderbar drüber, die KI meines Autoradios misst genau, wo sind neue Sender, wie schnell bin ich das letzte Mal die Route gefahren, passt die Geschwindigkeiten an. Ich kriege immer optimaler meinen Zeitpunkt raus, wann ich das Ziel erreiche. Aber das hat nichts mit Sicherheit zu tun. Das hat was mit Komfort, mit Prediction, mit Performance zu tun. Und da sind wir genau beim Punkt. KI ist hochperformant. Ist genau das Vehikel, was ich auch zur Umfelderkennung brauche, um eben letztendlich dort die Informationen rauszukriegen, die annähernd an dem kommt, was ein Mensch letztendlich wahrnimmt. Ein Mensch werden wir nicht ersetzen. Ein Mensch fährt grundsätzlich ein hochrisikoreiches Fahren, weil er immer auf seine Gefühle und auf seine Erfahrung, die er hat, setzt. Ich zum Beispiel fahre bei uns an der Spielstraße lang. Ich erwische mich oft, dass ich da keine Schrittgeschwindigkeit fahre, sondern vielleicht 30 und stelle fest, wir sind ja unter uns. Ne? Ja, genau. Erzählen Sie es nicht weiter, bitte. Ich sage Ihnen nicht, wo ich wohne. Ich kann das hier sehen, 1,5 Millionen Leute online, also insofern, es hat keiner gehört. Geht das ja. Also klar, das war eine Positionierung, die ich so nehme, KI ist wichtig. KI ist wichtig, aber KI ist nicht sicher. Und das muss man, und bietet nicht die Sicherheit, die wir brauchen. Sie müssen heute die Sicherheit haben. Sicherheitsrisiko. Habe ich das richtig verstanden? Sicherheitsrisiko insofern, dass ich die Interpretation der Informationen durch Umfelderkennung eben halt nicht in den Sicherheitslevel bringe, den ich letztendlich brauche. Sie haben gerade von Ihrem Beispiel erzählt. Das ist ein typischer False Positive. Es wird nämlich auch als fehlinterpretiert. Das System hat irgendwas gesehen. Durch KI vielleicht. Ja, die Kamera wird heute hauptsächlich durch KI betrieben. Und das System kommt zu der Entscheidung, oh, da ist irgendwas, ich bremse. So, das heißt, Sie kommen bedächtig in Probleme mit dem LKW, der hinter Ihnen ist. Haben Sie gerade schön erklärt. Es ist ein Sicherheitsthema. Sie sind noch drin, Sie können eingreifen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen hinten, können Sie nichts mehr machen. Und das darf nicht sein. Das stelle ich mir jetzt lieber nicht vor. Ich springe mal weiter. Sie haben ja schon zum Thema KI eigentlich eine Positionierung getroffen, indem Sie gesagt haben, ich weiß dann ja gar nicht mehr, was passiert. Und das kann ich in streng geregelten Abläufen, wie zum Beispiel in der Produktion, nicht gebrauchen. Okay. Lassen Sie mich einen Satz noch zu Ende führen, damit ich das auch ins richtige Licht bringe. KI ist sehr wertvoll, aber nicht Sicherheitstreiber. Es muss eine, meinetwegen auch regelbasierte Absicherung erfolgen der KI. Und dann habe ich ein System, wo ich beide Stärken nutzen kann. Thema Teleoperation. Ist das ein Weg, der in die Zukunft führt aus Ihrer Sicht? Das ist ja nicht nur ein Kommunikationsproblem, das ist auch ein Trainingsproblem. Also der teleoperiert, muss das ja auch können. Würden Sie sich in so ein Fahrzeug reinsetzen? Spielt Teleoperation zum Beispiel in der Produktion überhaupt eine Rolle? Herausforderungen an die Sicherheit sind doch dieselben, wie wenn ich automatisiert fahre. Absolut. Also an der Stelle tatsächlich, ich war vor kurzem hier auf der IAA Transportation, da waren einige Aussteller, die eben genau dieses Prinzip haben, der Fernsteuerkeit von Fahrzeugen, von Transportern auf einem Werksgelände. Da habe ich schon mal die erste Einschränkung. Auf dem Werksgelände habe ich besondere Bedingungen, die ich greifen kann, wo ich die Geschwindigkeit überschaubar halte, wo ich eventuell auch Zäune baue, wo Personen nicht hinlaufen dürfen etc. Wenn ich das jetzt mal mit der freien Welt draußen im Straßenverkehr sehe, wird das auf absehbare Zeit bis hin zu nicht möglich sein. Sie müssen, die Systeme weiterhin müssen so clever und sicher sein, dass sie ein Fahren auch bei Abriss einer Kommunikationsverbindung, und da ist auch wieder das Problem, diese 10 hoch minus 9 in der Kommunikation aufrechtzuerhalten, ist physikalisch gar nicht möglich. Wenn Sie den Abriss der Kommunikation haben an der Stelle und das Fahrzeug nicht mehr steuerbar wird an der Stelle, haben Sie ein Sicherheitsrisiko. Oder falsche Informationen übermittelt werden. Sie wollen nach links steuern, es steuert nach rechts, weil in der Kommunikation ein Bitkipper war. All die Dinge müssen Sie letztendlich in der Sicherheit mit berücksichtigen. Vieles kann man lösen, gar keine Frage. Aber ich würde das auf einen anderen Level heben. Ich würde sagen, die Kommunikation der Fernsteuerbarkeit ist doch eigentlich das,
was ich jetzt eben gerade diskutiert zum Thema autonomes Fahren und hochautomatisiertes Fahren. Ich gebe dem Fahrzeug die Befehle, tatsächlich jetzt zu überholen. Oder ich gebe ihm den Befehl, jetzt links abzubiegen, rechts abzubiegen. Das kann ich damit tun. Ja. Aber der Fahrbetrieb und die Sicherheit, dass dann auch wirklich Hindernisfreiheit entsteht und dort auch kein Fußgänger ist, den ich überfahre, und Hund, Katze, Maus, sage ich immer so schön. Das ist letztendlich immer dem Fahrzeug im Fahrzeug. Es muss im Fahrzeug bleiben, es geht nicht anders. Aber die Richtungsweisung, die Steuerung, jawohl, da bin ich dabei. Gesetzlich geregelt wäre es ja auch so, Sie dürften nur Kommandos geben, Sie dürfen ja eigentlich gar nicht direkt eingreifen. Also da sehe ich den Kopf schütteln. Ich finde, dieses Thema der Akzeptanz ist doch wichtig. Was akzeptiert die Gesellschaft und was akzeptieren wir? Und ich glaube, da gibt es einen riesen Unterschied zwischen dem, was der Mensch anstellt und dem, was eine Maschine tut. Also wenn wir die Verkehrstoten uns angucken, die es pro Jahr gibt, die finden wir traurig, aber die akzeptieren wir in irgendeiner Form. Ich glaube nicht, dass wir es akzeptieren, wenn irgendwelche autonomen Fahrzeuge da draußen Menschen über den Haufen fahren. Das akzeptieren wir nicht. Und das ist auch richtig so. Das ist meine Meinung. Da muss ich jetzt mal einmal nachdenken. Das würde ja, wenn dieses Statement Bestand hätte, würde es ja bedeuten, dass grundsätzlich die Akzeptanz gar nicht herzustellen ist. Weil wir werden ja nicht, Herr Mayer hat es ja ausgeführt, wir kriegen keine 100%ige Sicherheit. Das heißt, es wird der Fall kommen, wo nicht nur Tesla irgendjemand überfährt, sondern auch Mercedes. Das wird doch tatsächlich nicht so eintreten, weil klar, wir müssen uns an neue Dinge gewöhnen. Wenn ich nur mal das Mobile Phone wieder zitieren darf, damals haben wir damit telefoniert, heute machen wir alles Mögliche damit. Wenn ich Ihnen damals gesagt hätte, Sie machen Ihr Banking, Ihr Homebanking jetzt über Ihr Mobilfunktelefon, da hätten Sie gesagt, das werde ich nie tun, das ist unsicher. Das kenne ich nicht, mache ich nicht. Wir werden mit zunehmender, und deswegen auch in meinem Statement evolutionär, wir werden mit immer besser werdenden Assistenzsystemen, werden wir das Vertrauen erlangen in den Fahrcomputer letztendlich, und wir werden dann auch, insbesondere beim People Mover, wenn Sie das erste Mal dann autonom zu Ihrem Flugzeug begleitet werden durch so einen People Mover, werden Sie die Akzeptanz ein Stück weit erlangen dafür. Wichtiger ist aber, und das muss man das so benennen, 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Die Auslegung solcher Systeme sind in der Sicherheit hauptsächlich prozessual, aber auch in der Absicherung der Funktion zugrunde gelegt. Das ist aber eine statistische Sicherheit und lässt letztendlich ein Restrisiko über. Das heißt, auch wenn ich mir das so sehr wünsche, und das ist mein persönlicher Wunsch, dass es nie zu schweren Unfällen kommt durch autonomes Fahren, glaube ich allerdings, Face Reality, wir werden es nicht ganz vermeiden können. So ist es in der Luftfahrt gewesen, die Luftfahrtsicherheit. Heute steigen Sie auch alle in einen Flieger ein, obwohl Sie wissen, dass dieser Flieger, und obwohl wir wissen, dass es Unfälle mit Fliegern gibt. Und die Automatisierung in einem Flugzeug ist in der Sicherheit nichts anderes, das, was wir im autonomen Fahren diskutieren. Und von da akzeptieren Sie es, dass Sie dieses Risiko in Kauf nehmen. Ich hätte jetzt noch ganz viele Fragen gehabt, eigentlich. Wusste nicht, dass die Antworten immer so ausführlich sind. Darf ich Ihnen, Herr Dr. Ulrich, Herr Mayer, Herr Dr. Lübcker, herzlich danken, dass Sie sich bereitgestellt haben, hier ein paar duselige Fragen zu beantworten und sich diesbezüglich zu positionieren. Ihnen darf ich für das Zuhören recht herzlich danken.